Wenn die eigenen Kinder oder Enkelkinder anfangen, einen zu maßregeln, dann kann das sehr schmerzhaft sein. Und sie kommen dann ja immer mit dem Spruch: „Wir meinen es doch nur gut mit dir.“ Aber was letztendlich dahinter steckt, das ist wirklich Macht. Und, das hat eine gute Bekannte von mir erfahren und ich muss schon sagen, das war absolut grenzwertig. Und damit herzlich willkommen hier bei „Warum? Kritisch“ mit Lil klar denken, selbst entscheiden. Ich bin gestern noch schnell zu einer guten Bekannten gegangen. Wir haben noch ein Tässchen Kaffee zu Weihnachten, getrunken und ich hatte ihr dann von einem Artikel erzählt, der bei Focus erschienen ist. Dort hieß es ja, man sollte mal einen Blick in den Kühlschrank der Omi werfen, um festzustellen, ob sie vielleicht dann doch eine beginnende Demenz habe. Oder man sollte natürlich auch auf die Toilette gehen und wenn die sehr stark verschmutzt wäre oder halt eben auch unangenehm riechen würde, dann könnte das ja die Blasenschwäche sein oder weil Oma nicht mehr dran denkt, aufgrund einer beginnenden Demenz, auch das Bad regelmäßig zu reinigen. Ne? Und ich habe ihr dann davon erzählt und sagte, Gott, na mal, das ist ja wirklich schon allerhand, wenn man der Meinung ist, man sollte das wirklich kontrollieren. Ja klar, man macht sich natürlich immer Gedanken und Sorgen um die Gesundheit der Mutter, Oma oder Opa, wie auch immer. Manch einer wartet ja nur darauf, dass man vielleicht dement wird. Ne? Und dann begann meine Bekannte mir davon zu erzählen, was ihr widerfahren ist. Also sie hatte vor ein paar Wochen wohl Besuch von ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohn bekommen. Und irgendwie der Sohn hatte Hunger und sagte, Mutti, kann ich mir ein Brot machen? Ja, ja, geh mal in den Kühlschrank. Er ist dann in den Kühlschrank gegangen und kriegte dann einen Tobsuchtsanfall, so hat sie es erzählt und hat dann seine Mutter mal in die Küche hier zitiert und gesagt, was hast du denn da alles für einen Dreck drin? Also sie hat sich ernährt wie immer, ne? Sie mag halt eben gerne Leberwurst, sie mag keine Margarine, sie schwört halt eben auf Butter, was ich gut nachvollziehen kann. Und dann hat sie halt eben auch sowas wie Heringe da liegen gehabt, et cetera pp. In irgendeiner Soße, keine Ahnung. Und verschiedene Wurstsorten. Blutwurst mag die Dame. Ne? Ja, gut, okay. Egal. Jedenfalls ist der Sohnemann hingegangen, hat eine Plastiktüte genommen und hat sämtliche seiner Meinung nach ungesunde Sachen hier aus dem Kühlschrank ausgenommen in die Plastiktüte, also alles an Fleisch auch, ne, weil er sagt, das ist überhaupt nicht gesund, du solltest dich endlich mal vegetarisch ernähren. Und das gleiche Spiel vollzog sich dann auch beim Gefrierschrank. Und da ist er dann auch durchgegangen und irgendwelche Fertigprodukte, was auch immer, Pizzen hatte sie da. Das sei ja nur der größte Müll aller Zeiten. Und da hat sie noch so zu ihrer Verteidigung gesagt, du hör mal, ich esse vielleicht alle 6 bis 8 Wochen gönne ich mir mal eine Pizza, Gott normal, und ich habe keine Lust, die selber zu backen oder herzustellen. Da hat er gesagt, ja, das hast du doch früher gemacht, kannst du das nicht mehr, fängst du an, tüdelig zu werden. Also da hat sie übelst abgekanzelt. Während sie mir das alles so erzählte, da kamen ihr also auch die Tränen. Ne? Und ich habe dann gefragt, ja, was hast du denn dann gesagt? Und da sagt sie, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, ja, wenn du meinst, dass das besser für mich ist, ja, das meine ich. Also der ist richtig wohl aus der Haut gefahren und wie hat sie es formuliert? Sie meinte, er habe so richtig Dampf abgelassen, der kam schon an mit schlechter Laune, also ist dem wahrscheinlich schon vorher irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen und dann hat er halt eben den Kühlschrank und den Gefrierschrank als willkommenes Ventil hier gesehen und hat ihr dann nochmal anschließend einen unglaublich langen Vortrag über eine gesunde vegetarische bzw. vegane Ernährung hier gehalten. Also Eier durfte sie dann Gottlob noch essen, aber Käse fand er natürlich dann auch alles andere als gut. Ne? Und sie ist eine sehr schlanke Person, sie ist absolut nicht übergewichtig und sie ist auch fit, sie geht regelmäßig jeden Tag spazieren und ist noch ein paar Tage älter als ich. Wie alt ist sie? 72, 73? Ja, 73 ist sie. Und ist wirklich gut dabei. Ne? Sie hat auch noch alle Sinne im Kopf. Ne? Und dann ging es dann weiter natürlich zu dem Medikamentenschrank. Da hat er dann sämtliche Vitaminpräparate weggenommen, auch Vitamin D, das wäre ja alles Quatsch, das bräuchte sie alles gar nicht. Sie hat das alles für sich ergehen lassen, wie gesagt, überhaupt keine Widerworte gegeben, sondern immer nur wieder gesagt, ach ja, du meinst es ja gut. Ja, klar, meine ich es gut mit dir. Und der Kühlschrank war dann so gut wie leer, außer irgendwie ein Bund Radieschen hatte sie dann noch.
Und dann sind die irgendwann von dannen gezogen. Ich sage, was hast du denn dann gemacht? Das sagt die ganz einfach. Danach kam dann meine stille Rache. Sie ist dann zur Mülltonne gegangen und hat besagte Mülltüte wieder rausgeholt und wieder alles schön in den Kühlschrank gepackt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist eine Aktion, die würde ich mir niemals von meinen Kindern, also ich habe ja 2 Söhne, niemals gefallen lassen. Also so weit kann es ja nicht gehen. Und dann mit dem Argument, mit dem vorgeschobenen Argument, wir meinen es doch nur gut. Eine bessere Aktion wäre ja gewesen zu sagen: „Mutti, warum isst du denn die Leberwurst? Meinst du nicht, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist?“ Man muss dazu sagen, der Sohn selbst, ne, der ist allerdings übergewichtig, ne? Ja, keine Ahnung. Gibt es eigentlich übergewichtige Vegetarier oder Veganer? Ich habe keine Ahnung davon, ne? Ähm, also, wenn das einer meiner Söhne machen würde, dann wäre Essig, also, da wäre wirklich Feierabend, ne? Das würde ich mir nicht gefallen lassen, würde ich sagen: „Okay, solange ich nicht häufiger zum Arzt muss als du, mein lieber Sohn, oder meine liebe Schwiegertochter, dann halt mal schön den Ball flach. Komm erst mal in mein Alter und dann schauen wir mal, wie es dann um deine Gesundheit bestellt ist.“ Ich finde sowas so grenzüberschreitend, sie tat mir wirklich leid, ne? Und als sie das dann so erzählte, wie gesagt, hatte sie wirklich öfters als einmal Tränen in den Augen und hat sich auch, ich glaube, ein Stück weit geschämt, dass sie sich nicht direkt zur Wehr gesetzt hat. Aber sie ist halt eben so eine ganz friedliche, ne? Generell finde ich das sehr schwierig, wenn dann auch noch solche Artikel kommen, wo es dann heißt: „Du, hör mal, schau du mal ruhig, im Kühlschrank und im Badezimmer bei deiner Oma nach.“ So lautete nämlich dieser Artikel inhaltlich, inwieweit möglicherweise doch eine Demenz schon vorhanden sein könnte. Ich sage euch was, ganz ehrlich, aber bitte sagt's niemandem weiter. Ich bin ja jetzt auch im 71., also ich bin ja dieses Jahr, 70 geworden. Und ganz ehrlich, ich bin auch 'n bisschen fauler geworden, nicht weil ich dement wäre. Also gegen dement hilft zum Beispiel Freisprechen hier beim Video vor der Kamera. Man muss ja 'ne ganze Menge Dinge halt eben ja auch merken, grade so Fakten oder so was, ne, oder Namen von irgendwelchen Politikern et cetera pp. Ich bin auch wirklich 'n bisschen fauler geworden. Ich denke dann: „Ach ne, muss ich jetzt heute großartig kochen? Mir ist immer wichtig 'n bisschen Salat, 'n Stück Fleisch und alles gut“, ne? Und ich gehe auch wirklich nur dann einkaufen, wenn wirklich, selbst die Mäuse bei mir im Kühlschrank, am Hungertuch nagen würden. Und, wo ich wohl drauf achte, ist nach wie vor halt eben die Reinlichkeit, grade halt eben Bad, Küche et cetera, ne? Aber ich, putze auch nicht mehr jede Woche die Fenster. Das habe ich mir schon längst abgewöhnt. Da war ich früher etwas extremer drin. Man wird sicherlich im Alter 'n bisschen bequemer, genügsamer, ne, und denkt: „Na ja, Gott, das wird ja wohl nicht jeden Tag jetzt irgendjemand zu Besuch kommen, aber ich kann immer noch zu jeder Zeit jemanden mit 'nem Überraschungsbesuch komme ich also noch mit fertig, ne? Da kann ich noch geregelt kriegen.“ Die Jugend hat da natürlich kein Verständnis für, ne? Also, das finde ich wirklich schwierig, dass hier Kinder oder Enkelkinder anfangen, die Eltern beziehungsweise Großeltern in irgendeiner Weise zu maßregeln, weil sie glauben, sie wüssten alles besser. Die neuesten Forschungen haben dies und jenes ergeben. Und ich bin dann auch dafür, dass ich dann sage: „Okay, komm du erst mal in mein Alter und dann können wir darüber sprechen, ne? Jetzt bin ich so alt geworden mit der Art und Weise, wie ich mich hier ernähre. Da muss auch erst mal gut sein“, ne? Das ist schon wirklich diskriminierend, was hier passiert. Und das scheint etwas zu sein, was häufiger anzutreffen ist, ne? Also, ich habe verschiedene Kommentare auch im Netz schon mal so 'n bisschen auf dieses Thema hin untersucht und recherchiert und stelle tatsächlich fest, dass der Respekt, den Alten gegenüber, gar nicht mehr vorhanden ist. Man muss es ja nicht so handhaben, wie es vielleicht früher vor 50 Jahren gewesen ist, ne? Die Alten, die sind immer auf 'n Thron zu setzen und dürfen niemals infrage gestellt werden. Das muss sicherlich auch nicht sein, das ist das andere Extrem. Aber ein vernünftiger, respektvoller Umgang sollte doch zwischen Eltern, Großeltern, Kindern und Enkelkindern durchaus gegeben sein, weil das ist alles nur Gift, ne? Das braucht kein Mensch und es schmerzt ja auch, ne? Also, jemand, der älter ist, auch keine Nerven mehr hat, auf Streit, ne, sich zu streiten, sich zu wehren, das ist wirklich erbärmlich. Also,
Meine Bekannte tat mir wirklich so unendlich leid und ich habe dann nur gesagt: „Sollte ich deinen Sohn beziehungsweise deine Schwiegertochter demnächst mal treffen, dann werde ich mit Sicherheit 'n dummen Spruch ablassen“, ne? Weil, so was geht nach meinem Dafürhalten überhaupt gar nicht, ne? Und sie war und ist auch immer hilfsbereit. Sie hat grade auch ihrem Sohn finanziell mehr als einmal aus der Patsche helfen müssen. Sie steht immer bereit, heute noch, ne, obwohl sie ja scheinbar sich so ungesund ernährt, wenn es heißt: „Ach, wir haben keinen Babysitter, kannst du mal einspringen?“ Ne? Dafür ist sie natürlich gut und ist auch keine Person, die nein sagt. Sie tut das auch gern, weil sie auch ihre Enkelkinder wirklich sehr mag. Aber gleichzeitig, wird sie dann halt eben so runtergeputzt, ne? Ganz furchtbar. Ich hoffe, ihr habt solch eine Erfahrung bisher noch nicht gemacht und eure Kinder und Enkelkinder sind einfach nur zauberhaft. Ich freue mich natürlich von daher wie immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, die Lil.